So, hoi! Ja, grüezi Maurus! Hoi zusammen! Hoi miteinander! Wir starten heute beim Martin. 2-Gang handgeschalteter Puch. Dann der Marco hat einen Sachs und der Kriegel einen speziellen Maxi. Und das ist noch geil, heute haben wir eine schöne bunte Mischung, quer durcheinander. Ich habe nichts auf dem Lift, weil ich habe im Moment ganz anderes Zeug zu tun. Also bist du nicht am Arbeiten, oder was machst Ja, du wieder? schon arbeiten, aber immer ein bisschen dort oben, oder? Vor dem PC, ja. Weil wir sind natürlich mitten im Umzug, also wann kommt was, auf wann muss man was bestellen. Das ist eine riesige Sache dort. Wir haben fast doppelte Fläche wie hier. Also ziemlich heftig. Da gibt es sehr viele Sachen, man muss daran denken. Also dann würde ich sagen... Also, dann abbuchen, dass der Umzug klappt. Ja. Hallo miteinander nochmal. Ich habe eben, wie ihr gesehen habt, einen schönen Puch auf dem Lift. Den hat der Kunde selber gemacht, soweit alles. Hat dann jetzt noch gebracht, um ein Trittli fertig zu machen, haben wir eine neue Weisswandreifen dürfen montieren, hinten und vorne, und eine komplette Motorrevision. Ich bin jetzt da, also im Endspurt, jetzt mal eine Quetschkante messen, dass das alles stimmt nachher. Ist ein bisschen Leistung gesteigert, will ein bisschen mehr Leistung, dass er auch gut der Hogen drauf kommt. Hat auch ein bisschen mehr Gewicht wie ich da, wie ihr seht, und dann muss man halt mit der Zeit einfach ein bisschen mehr Leistung haben, dass man nicht immer drauf muss trampen. Sonst ist der Bauch wieder weg, das macht ja auch keinen Sinn, oder? Also, jetzt sind wir jetzt hier gerade am Quetschkanten messen. Das kennen da die meisten von euch. Mit dem Draht, mit dem 2 mm. Jetzt gehen wir hier schön rein, auf die Seiten raus. Und wenn man hier bis zum Punkt dreht, sieht man ein bisschen hin und her. Jetzt sieht man hier schön den Abdruck. Den Schublehr gehen wir jetzt messen, wie viel das wir haben. Und jetzt haben wir eigentlich perfekt 1 mm. Wir empfehlen nicht unter 1 mm gehen. Es ist einfach das Risiko, dass er nachher zu heiß wird, und das ist nicht ideal. Jetzt habe ich das eingestellt, gesehen, das ist gut soweit. Dann als nächsten Schritt stelle ich die Zündung einstellen. Da ist eine Unterbrecherzündung drin. Eben wie ihr es kennt, zuerst den Unterbrecher einstellen. Und nachher den Zündzeitpunkt. Das kennt ihr ja auch mit dem schönen Werkzeug, das wir machen können. Dann haben wir wirklich eine saubere Sache. So, dann fangen wir hier an. Das einschrauben. Dann die Messur rein. Jetzt gehen wir zuerst einmal den oberen Toppunkt suchen. Eben den Unterbrecher, den habe ich vorhin schon eingestellt. Auf das richtige Maß. Sehen Sie, da wechselt er. Da 0. Jetzt machen wir hier noch eine eigene Markierung gerade schnell. So, dann nehmen wir das Blatt leer. So, jetzt drehen wir langsam. Jetzt merken wir, jetzt kommt sie raus. Und jetzt gehen wir schauen. Jetzt haben wir 0,3. Jetzt haben wir 1,3 mm vor OT. Das tun wir jetzt noch auf korrigieren, dass wir das etwa auf 1,2 kommen. Dazu tun wir hier die Schräubchen schnell anlösen von der Grundplatte. So, da ein bisschen schieben. Jetzt gehen wir wieder schauen. Machen wir das Gleiche wieder. So. Jetzt haben wir 2. 1,2, genau, wie wir erwünscht haben. Dann ist das gut soweit. Nachher kommt er wieder drunter. Jetzt gibt es einen neuen Vergaser-Ansaugstutzen. Alle Kabelzeuge nachher anschliessen. Öl noch fertig füllen. Und dann, ja, da kann man einmal schädern lassen und dann die Probefahrt und noch abstimmen. Also, ich hoffe, ich kann euch etwas zeigen. Und gute Zeit. Ja, jetzt kriege ich einen Puff da mit so vielen Felgen. Ich sollte noch einspeichern. Aber jetzt ist gerade noch ein DKW gekommen. Den DKW dürfen wir auch Motorrevision machen. Felgen aufpolieren, allgemein Chromteile. Tankrevision, Tank hat ein bisschen Rost. Und den Ständer musste ich flicken. Nicht nur bei der Piaggio, sondern auch bei den Sachs. Wenn die Dinge ausgeschlagen sind, ist immer ein das Problem. Ich kann nicht einfach einen neuen Ständer kaufen, ein neues Sechsli durch und ist die Geschichte erledigt. Nein, es braucht meistens ein bisschen mehr. Jetzt könntest du mal auf diese Seite kommen. Dann kann ich so nicht durch, gell? So.
Mal A ist ja zu lang gewesen. Also der Ständer. Ja. Die Löcher sind auch schon ein bisschen oval. Hier drin hat es eine kleine Büchse. Die Schraube läuft dann in diese Büchse rein. Jetzt war das so nicht gefettet, dass die Büchse eingelaufen war. Sie war nicht mehr festgeschweißt. Dann war einfach alles ausgenudelt. Habe ich dann das rausgebohrt und rausgetrennt, eine neue Büchse gemacht, die Büchse wieder verschweißt. Dann habe ich einen Ständer bestellt, der einigermaßen passt. Den musste ich dann in der Länge kürzen, ein neues Loch bohren, dass da der Anschlag wieder stimmt und wenn der Ständer raufgeht, auch der Anschlag wieder stimmt und das Rädchen so ein bisschen in der Luft ist, dass man nachher antreten kann. Und jetzt bin ich immer noch mit dem Motor dran, genau. Ich montiere jetzt nämlich auch noch den Zylinder. DKW. Wieso dass ich das so speziell erwähne, das DKW? Weil die sind recht selten, wo DKW angeschrieben ist, weil die meisten steht Sachs. Oder da zum Beispiel Lüfterdeckel auch. Die meisten steht Sachs. Und da sieht man nicht so viel DKW. Aber ist das ein Sachs oder ist das eine Eigenproduktion von DKW? Nein, es ist ein Sachs. Es ist ein Sachs 503, ein AL. Die haben jetzt einen eigenen Lüfterdeckel, einen eigenen Getriebedeckel gemacht. Ist einfach DKW draufgeschrieben. Da und DKW draufgeschrieben. Da haben wir jetzt auch, wie immer, Motor optimieren. Ich sage dem, wir erwachsenengerecht machen. Jetzt habe ich den Zylinder angepasst, Kolben noch ein bisschen angepasst. Der Zylinderkopf ist original, der ist ja 38. Den haben wir jetzt hier noch ein bisschen abgedreht, dass er eine schöne Quetschkante hat. Hier wieder auf dem Brennraum, dass es auf die 40 mm passt. Tun wir doch hier mal den Kolben rein. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Öl her, dass es schon mal ein bisschen geschmiert ist. Jetzt schauen, wo der Auslass ist. So. Da. Ja, es ist auch so noch ein Gekelete, wenn wir ehrlich sind. Weißt? Ich tue mir eben darum die Stösse mal anzeichnen. Die kleinen Nöckeli, je nach Lichtverhältnis, siehst du die kleinen Nöckeli fast nicht mehr. Da tun wir auch noch ein bisschen Fett her. Das ist aber nicht wichtig. Ja, das ist nicht so wichtig, gell? Du kannst ja dann sagen, auf, runter, links, rechts. Ja. Mensch, man muss dann schon richtig sagen. So. Ja, dass ich die Dichtung nicht verletzen. So. Also da siehst du jetzt gerade schön, da kontrolliere ich jedes Mal, ob der Kolben den Überströmer schön freigibt. Jetzt tue ich dann den Zylinder festschrauben, den Kopf montieren. Auch, wie ihr bei Martin schon gesehen habt, Quetschkante messen. Sollte auch etwa 1 mm anpeilen bei dem. Mehr braucht es nicht. Vergaser drauf, montieren, Probe fahren, abstimmen. Dann hätten wir es. Dann würde ich sagen, bist du wieder entlassen, Nutta. Gehst du zum Kriegel. Tschüss. Hallo. Hey, hoi zusammen! Willkommen im schönen Ecken hinein. Wie ihr seht, ich bin hier gerade an einem Puch N. Bin ich gerade am Rolling Chassis dran. Der Kunde wollte, dass wir hier alles aufziehen. Jetzt habe ich hier noch den Schutz dran, dass es nicht verkratzt. Aber da unten sehen das. Dann haben wir hier alle Löcher, die wir nicht brauchen, zugemacht. Der will dann kein Seitenschützchen mehr, nur ein feines Kettenschützchen kommt auf dieser Seite an. Hier hinten haben wir die ganze Schwinge wieder verstärkt. Ich habe die Platte eingeschweißt. Nippel für das Schutzblech habe ich besser angeschweißt. Der will nachher einen 2,5er Pneu drauf, 2,5 Zoll. Die sind dann wirklich breit. Und die N-Rämchen, die sind da relativ schmal. Jetzt muss ich es hier noch ein bisschen bördeln, dass dann der Pneu wirklich schön Platz hat und nie streift. Und der Kunde will das Schutzblech rein. Das will er gekürzt haben. Jetzt habe ich hier ein neues Schutzblech genommen. Und dieser Punkt ist mir jetzt gegeben, da unten. Und jetzt müssen wir es aber hier oben befestigen. Jetzt habe ich hier so ein Winkel gemacht. Das hat genau den Winkel vom Schutzblech.
Da kommen natürlich noch Kunststoffscheiben zwischen die, aber dann passt das genau. Wenn man so etwas anpassen, was wichtig ist, dass da wirklich Schutzblech, dass der Abstand vom Schutzblech zum Pneu, dass der überall gleich ist, oder? Also nicht so oder nicht zu weit rauf, sondern dass die Linie schön gleichmäßig verläuft. Das wird dann irgendwo da abgeschnitten, das wissen wir jetzt aber noch nicht. Das befestigen wir jetzt noch befestigen und der Kunde, der kann dann sagen, wenn er es genau will, oder ob er es da abgeschnitten haben oder da. Aber jetzt müsst ihr eine Hand haben. Maurus! Hast du schnell Zeit? Ja. Du bist wieder am Plan studieren. Wenn es nicht anders geht. Ja. Du hast ja noch keine dreckige Hände heute, oder? Ja, Was ist ja, Schutzblech, die Halterung für Schutzblech. Jetzt habe ich hier so das Blechchen vorbereitet, Aha. Jobbogen. Gut. Jetzt muss das aber hier rein, oder? Ich habe extra einen Pfeil drauf gemacht. Ja. Woher, ja? Weil die Löcher natürlich Führst wieder krumm gebohrt Nein, nein, kein Löcher. Das nur auf eine Seite Nein. nicht passt. Das kommt jetzt zwischen Wieso die. habe ich dem gerufen? Etwa so, oder? Aber das wird kürzer. Das wird kürzer, das wird dann da irgendwo, ich nehme an, dass man es da abschneidet. Das wäre gerade etwa da oben. Aber eben, ich lasse jetzt einfach mal noch hin. Ja. Da. Und da kann ich das nämlich nachher abrutzeln. Danke. Ja, und da kann man schauen. Da. Komm mal. Musst mal drüber kommen. Da ist jetzt immer noch so das 30er-Loch vom Luftfilter. Das habe ich jetzt auch zugemacht. Vorne hat es auch noch eins gehabt. Das waren die Halterungen für das Schutzblech. Das ist jetzt alles zugemacht, cleant. Das sieht richtig geil aus dann. Das machen wir natürlich, wenn der Kunde keinen Seitenschutz will. Oder? Genau, ja. Das ist genau der Grund. Es kommen keine Seitenschütze an, sondern offen. Aber dann nachher kann man natürlich nie mehr Seitenschutz montieren. Und da unten den Seitenständer hat er gewünscht. Den habe ich jetzt auch angepasst und die Platte gemacht mit den Löchern für die Aufnahme unten. Das funktioniert eigentlich alles. Springengabeln muss man noch anpassen. Ein Schutzblech Water und natürlich die Lampe. Da hat es jetzt gar nichts dran. Jetzt habe ich einfach mal ein paar so Flacheisen zugeschnitten, grob. Und jetzt kann man dann mal schauen, wo er die will. Dann hebe ich die einfach so da hin. Die tue ich natürlich vorne auch noch abrunden, dass es schön aussieht. Und nicht ganz im rechten Winkel, sondern leicht schräg. Also ich denke, das ist dann irgendwie etwa so. Nachher kann ich das mal bohren, dann kann ich es auch hier anschrauben. Und dann ist das ein bisschen einfacher. Ah, schau da! Das sind unsere Bremsärmel-Dings. Die kannst du wunderbar nehmen, oder? Die sind schön. Ja, das ist eine gute Idee. Hat verschiedene Längen. Da in der Zauberschublade. Die Zauberschublade, dort darf ich eben nichts machen. wenn ich dort irgendetwas... Ja, das und dann stimmt. hört das dort oben. Jetzt siehst du einen abschauen. Ja, stimmt. Innen dran macht er, haben es ein paar gesagt, der macht dort rein ein Glöckchen an. Und jedes Mal, wenn du dort die Schublade rausziehst, dann hörst du, dann siehst du einen dort oben. Aber Wegen der Scheibe. ich kann die vorne noch ein bisschen kürzen. Das ist wenigstens Wenn ich den hier so abschneide, dann kann ich den hier kürzen und hier abschneiden, dann stimmt es etwa, oder? Ja. Weil da vorne wäre es dünn, oder? Das sieht nicht gut aus. Ja, nein. Ja. Das müssen wir eigentlich gerade machen. Laserteile. Also komm, dann machst du dem Siri gerade eine Skizze. Eine Skizze? Eine Skizze, universal lang, einfach mit dem, ich finde das noch schön, so konisch. Das stimmt, mit ja. dem Loch. Oder? Ja, das mache ich. Wenn ich dann das hintere Schutzblech dran habe, dann sehe ich etwa den Abstand vom Radmitte, Pneumitte zum Schutzblech. Und dann nehme ich das Gleiche vorne, oder? Und dann kommt der da zwischen die, der ist jetzt noch ein bisschen zu lang gesehen, den muss ich auch noch ein bisschen abschneiden. Der kommt dann da zwischen die. So eigentlich, oder? Dass die Linie stimmt mit dem hinteren Rad vom Schutzblech. Und dann ist auch wieder die Frage, oder? Er hat jetzt gesagt, der Kunde will es vorne relativ kurz und knackig. Also sehr wahrscheinlich mache ich es dann etwa so. Lasse ich es vorne noch drüber stehen bis Mitte Rad, etwa so. Und da wird es dann irgendwo da abgeschnitten, oder da. Ah ja genau, der Sattel ist auch noch, den habe ich jetzt auch noch, den habe ich jetzt da unten einfach mal auf beiden Seiten gepunktet, dass es einfach mal hebt. Und dann kann der Kunde vorbeikommen und dann kann er dann wirklich mal drauf sitzen
mal schauen, ja, ist gut, oder er will weiter vorne oder leicht gegen hinten. Dann gehe ich in die Schweisserei runter, das Zeug schweissen und dann kann man das wieder zusammenbauen und dann kommt anrufen. Er soll Probe sitzen. In diesem Fall wünsche ich ein schönes Tag. Tschüss zusammen. Liebe Leute, es ist schon wieder das Jahr 2023 ist verflogen. Wie nix. Vielen Dank natürlich, dass ihr uns so kräftig unterstützt, weil ohne euch gäbe es uns nicht, so wie es jetzt ist. Vielen Dank für die ganze Unterstützung, alles Social Media, YouTube, Insta, Facebook und so weiter. Und natürlich auch uns live an die Events besuchen, haben wir auch immer eine absolute Scheissfreude. Und danke, dass ihr anruft. Danke für die E-Mails, dass ihr vorbei könnt. Danke für die geilen Projekte, die wir machen für euch. Danke vielmals, dass ihr immer regelmäßig unsere Videos schaut und liket. Da haben wir sehr Freude. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch gute Fahrt und einen vollen Dank. Happy New Year! Also wer ich jetzt? Er muss anfangen. Das ist ein bisschen laut. Laut! Weißt du jetzt gesagt? Also, los. Es ist schon wieder der 1.1. Ja. 1, Happy. 2, 3. Happy New Year! Viel Panne! Was haben wir wollen? Und heisst euch natürlich herzlich willkommen am neuen. Von Anfang bitte. Was von Anfang? Komplett? Was? Was? Das war so gut.